3, 4. Hi. Ja. Willkommen zurück zu Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Heute war eigentlich die Idee, dass ich heute Abend zusammen mit 2 weiteren Leuten wieder Stardew Valley spiele. Das hat sich jetzt wieder erledigt. Ja gut. Das heißt, wir werden so ein bisschen Fire Emblem Warriors spielen, so lange ich Lust habe und dann, ja, mal gucken. Mal gucken, wie lange ich mache. Wahrscheinlich auch nicht zu lange dann. Ich würde halt dann über die Woche verteilt so immer ein paar kleinere Streams noch mit reinwerfen. Gut. Ich habe auch nicht wirklich weiter viel gemacht, außer... Moment. Ich glaube, das maximale Level, das wir derzeit haben, ist 25 sogar schon. Kurz vor 26 sogar. Ja. Ich würde erstmal sagen, wir machen die Unterstützungsgespräche und dann stürzen wir uns wieder auf die Story. Wo wir letztens mal stehen geblieben sind, in der Story. Wir sind die Golden Deer, also wir sind die Allianz, kämpfen für die Allianz und was war da alles? Ferdinands Angriff, also das Imperium, nein, das Kaiserreich hat angegriffen, Ferdinand hat den Angriff geleitet und wir konnten ihn jetzt in die Zange nehmen und den Angriff ganz gut verteidigen. Und ja, und an der Stelle sind wir jetzt, dass wir seine Armee da nochmal angreifen. Gut, aber erstmal hören wir uns die Unterstützungsgespräche an, würde ich sagen. Okay. Klar geht noch nicht, aber Mathilda. Gut. Hey, still alive? I think it'd be pretty obvious if I wasn't. But yes, I'm back and all in one piece. Ich würde vielleicht noch ein ganz kleines bisschen die Lautstärke erhöhen. So vielleicht? Falls es dann doch zu laut ist, soll sich jemand beschweren, bitte. Well, that's a relief. However, I noticed your approach to battle hasn't changed one bit. You still charge to the front and dive right into the thick of it. I was trying to be careful, but I guess it didn't really work. Well, you are some kind of master soldier, right? I'm starting to think you might not get yourself killed after all. Huh. So now you approve of my approach. Why the change of heart? I realized that taking the lead and fighting at the front is exactly what my brother does. True. And they say Holst is the bravest commander in all of Leicester. Usually, the commanders stay in the back so they can see the whole battlefield and give orders. But not my brother. Honestly, he can't stand being back there. He has to be leading the charge. That's why I used to worry myself sick every time he went off to battle. But at some point, I'm not sure when, I became convinced that my brother would never die. What made you think that? I'm not sure. But it's not like there's anyone out there who can beat him, right? Da fällt mir gerade ein, Holst an sich wurde ja immer nur erwähnt in Three Houses. Das heißt, man hat ihn auch nie wirklich besiegt. Also hat sie schon irgendwie recht. When I realized that, it just seemed like a waste of time to worry about him so much. If anything, you should be pitying the chumps on the other side. Precisely. And then I realized it's the same with you. You're just like my brother. It's an honor to be put in the same category as Holst. Now I know I'm wasting my time worrying about you, and it's not like I can stop you anyway. I actually hope you keep doing what you do, so I can take it easy in the back. That's the plan. But I'm pretty sure I've seen you fighting up front with me recently. You even seem to be enjoying yourself.
Me? Enjoying myself? Please. If I'm fighting at the front, it's because I have no other choice. The whole time I'm fighting, I'm wishing I could be cheering everyone on from the sidelines instead. Warum You sollte know, man Spaß yelling am stuff Töten like, haben? smash them good, and yeah, use those muscles! That would really inspire our troops, right? And remember, this is me we're talking about. Ja, total motivierend. Sure, you can motivate anyone. I know, right? Next time, I'll cheer for you too. You'll see how inspiring it can be. All right, sounds good. I'll keep an ear out. Okay. Da bin ich immer noch gespannt. Ich hoffe, jetzt kommt mal langsam You was got a minute? dazu, zu der Sure, Konkurrenz what do you zwischen den need? beiden so gesehen. Wait, don't tell me. You're here for some advice from a pro. Actually, I am. You know how all the top mercenaries have some kind of specialty? Some excel at swordsmanship, some are adept in subterfuge, and so on. Even you have your own special thing. Ah, du. That incredible, mysterious power. Anyway, I was just thinking that I need something like that too. Mysterious, huh? Yeah, I guess you're not wrong. As for you, Leonie, Du kannst gut mit Geld umgehen, du kannst gut mit einem Bogen umgehen. Oh ja. I thought the bow was your thing. If you want to make a name for yourself, shouldn't it be with that? I was raised in a hunting village, so yeah, I do know my way around a bow. But a bow and arrow isn't very helpful in the middle of a heated battle, is it? I figure I'll need to do better than that if I want to be a first-rate mercenary. You can use all kinds of weapons, right? And you can even ride horses. Sure, I know the basics, but it's more of a jack-of-all-trades, master-of-none kind of situation. That may be the case, but if you look at it from another angle, those skills make you a pretty powerful mercenary. What do you mean? You know the fundamentals for everything. There's nothing you're particularly bad at. Well, yeah, but I'm just average at all of them. Even so, a mercenary who can do everything decently well would actually be in pretty high demand. Strategically, your options expand significantly if you've got even one person who can react to any change in battle. Meanwhile, mercs with only one specialty are practically useless in some situations. Like how some people don't know what to do if they get stuck in a role that doesn't suit them. Mir fällt jetzt erst auf, dass sie... Exactly. Ups. That's Na why toll, a jetzt ist das nicht versatile mehr. mercenary who can adapt to anything is Sie a hat zwei valuable Köcher. asset. But then I'm still just an asset. It doesn't sound like that'll earn me a Und der Schild reputation öffnen. as one of the best. For that, you just need to keep working hard and improving your skills, yeah? If you're average at everything, then that means you have plenty of room to grow. Yeah, I guess that's true. Your strength is that you can do anything. So if you keep getting better at everything and end up even a tiny bit above average, Then I'd shine brighter than any one-trick pony on the battlefield. and then if you keep showing off all you can do, your name will get around and you'll be one of the best in no time. I see. Thanks. You've really given me a lot to think about. Glad to help. Though, I wouldn't really call myself first-rate either. So we'll both have to keep working as hard as we can. Yeah, let's do it. We'll be the best of the best. I bet we'll even get our own special nicknames. Wir sind mir noch zu nett zueinander. Ich bin nicht deshalb aber auch einfach vom Beilauf gewöhnt, dass Leonie ein bisschen zynischer ist. Aber gut. Von mir aus. I should call it a day. You sticking around? Nah, I should finish up too. Thanks, Shamir. I have to work out new unit formations for our next battle. You're pretty conscientious for a mercenary.
That's rare in our profession. Well, sorry to cut and run. Good luck with all that. Ja, No worries, I can handle it. It's my responsibility after all. richtig. Right, well, if you ever need a hand, just let me know. Really? Thanks. Dependable as always, Shamir. Honestly, you're so mature for your age. Was? You always seem so composed, almost wise. Even when we're just chatting. Ist Shamir nicht 30 oder so? Wait. I wouldn't say wise. Save that for the higher-ups. I just mind my own business. Plenty of mercenaries do the same. Yeah, you're definitely right about that. You know, you're pretty easygoing yourself, even by merc standards. Have you been on your own for long? Didn't you belong to a mercenary group at some point? Yeah, but I bounced around a lot. Let's see. The company I was with the longest was... probably Burling's mercenaries, the last one I joined. But then we clashed with Gerald's band, and I was the only one who survived. There isn't a mercenary who hasn't lost someone or something along the way. Das weiß ich am besten. Losing trusted comrades stays with you. Yeah. Captain Burling, Getz, Lasley. We were a tight-knit group, if a little rough around the edges. I would have been content staying with them till the end. Es kommt mir so vor, als wären so Getz und Burling. Kamen die Namen vielleicht als random Gegner in Three Houses bereits vor? Ist... Keine Ahnung, die Namen sagen mir irgendwas. Maybe your experience is what's made you so pragmatic. It takes real strength to overcome past hardships and move on. That's what I think, anyway. You know, you seem way more pragmatic than me. I wonder what made you that way. You should know not to pry into a mercenary's past. But if the right moment comes, maybe I'll tell you about it. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich Chess und Shamir sehr gut verstehen werden. Sorry for the wait, Lawrence. So, what is it you wanted to talk about? Ooh, don't tell me. Is it about a girl? No. I wish to discuss the consequences of your strategy at the Great Bridge of Murden. Oh, that. If it's an apology you want, I'll say it as many times as I need to, both to you and your father. My plan left a cloud of treason hanging thick over the Honorable House Gloucester. I'm sorry, Lawrence. Please, I have already accepted your apology. And besides, did my father not agree to your scheme? Luckily, my own person remains unsullied, and I will soon remedy the blemishes on my family name, you have my word. If that's not it, then what do you want to talk about? There is something I wish to confirm with you. A matter regarding the future of the Leicester Alliance. Wann will er das nicht? Ja, die Reaktion Can hätte we ich auch. really trust you, Claude? I have no qualms admitting that your work has freed the Alliance from a number of tight situations. And yet, I have never been able to fully place my trust in you. The same is true even now. Were it as simple as choosing to believe, I would do just that. But this situation makes me uneasy. Day after day, I find myself forced to rely on a man with unclear roots and even more unclear intentions. Mir geht es ein bisschen gerade auf den Nerv, dass im Hintergrund ist so ein bisschen Gräusel. Ich muss dafür die Software ganz kurz mal neu starten. Sorry. Na komm. Schon besser. Your tongue's as sharp as ever, Lawrence. But I can't say I don't get where you're coming from. I wouldn't trust me either in your shoes. If I were you,
I wouldn't let my loved ones touch a guy like me with a 10-foot poleaxe, let alone count on me to keep them safe. You are quick to disparage yourself. Yeah, maybe I took it a little far there. I mean, I'm not that bad, am I? Still, I'm not all-knowing or all-powerful like the goddess is. There's no way for me to know what the future might hold. Which means there's only one thing I can do. Stack my deck with as many cards as I can so we're ready for anything that comes our way. Innerhalb der letzten 6 oder 9 Zeilen hat er mehrfach irgendwelche Vergleiche oder Metaphern verwendet. Es ist mir jetzt erst zum ersten Mal so richtig aufgefallen, wie oft das Cloud eigentlich macht. But on that front, the possibilities are kinda endless. No matter how many Schon wieder. tricks I've got in my pocket, there's still this lingering worry I just can't shake. That's what I meant by not being able to trust myself. I feel like I'm constantly walking this tightrope with no clear end in sight. Lawrence? Are you even listening? If you were any quieter, I'd think you'd have died on the spot. I am present, yes. I was just so shocked to hear you voice your anxieties that I struggled to find words. Could this be another of your schemes? What do you hope to gain by deceiving me so? Ernsthaft, Lawrence? Whoa, slow down there. You're the one who brought this whole thing up, remember? Kinda rude to react like that after I go and spill my heart out to you, don't you think? Forgive me, I seem to have lost my presence of mind entirely. I fear I may be entering a state of shock. Yeah, you're not the only one. Er hat nur ein Gespräch mit Raphael? Das ist ja viel. That's a tasty looking roast you've got there, Claude. Where'd you get it? Oh, hey, Raphael. I nabbed it from the base we took over the other day. No big deal. Plus, it's about to go bad, so there's no point in trying to ration it out to the troops. Willst du Meaning? roh essen? You're giving it to me. Oh, yes! Hold on there, big guy. Nobody can eat all of this alone, not even you. I was actually thinking we could all feast on it together. Want to help me cook it? You bet I do. Might mean my stomach goes a little emptier, but feasting with the whole team adds a spice like no other. Just leave the rest to me. I'll kick this meat party off in style. Hey, make sure you take it to the mess hall. Is he even listening to me? Wow, this looks incredible. Color me impressed, Raphael. Well, you said it was about to go bad, right? I had to grill it up as quick as I could. I mean, it wasn't going bad in a matter of minutes, but this is a huge help. Thanks. Weird. It felt like that was more than we could ever finish. But just mention food to the crew and it's gone in an instant. Too bad, too. I was thinking I could split any leftovers we had with Maya and my grandpa. Doesn't it take days to get here from where they are? It would definitely have started rotting by then. Besides, this isn't really the chapter in history you want an old man and a child going out for a stroll. Yeah, I guess you're right. Still, I hope that day comes soon. Huh? A time when we can invite your grandfather and sister over for banquets whenever we want. A time when it's not so dangerous for them to travel. Not that any of that'll be possible so long as this war keeps dragging on. That's it, Claude! That's it! Whoa! What's all the yelling for? This meal was amazing, yeah. But a little voice in the back of my mind kept saying something was missing. And now I know what it is! Once the land's at peace again, we're gonna have a huge party with Maya and my grandpa and everyone! After all, you can't savor a meal if you've got thoughts of war rolling around in your head. Yeah, I think you're right.
A banquet we can throw in peacetime is far better than one we have to put on hold due to the conflict. But in order to make that dream a reality, we'll need to create a future where the wild animals share their game instead of fighting over it. Game? As in game meat? You have more? Sorry, just a metaphor for the eagles and lions, always at each other's throats. As for us deer, we're content with leaves. But where should we forage next? Schon wieder Metaphern. So, und noch ein Gespräch zwischen den beiden. Die haben aber... Oh, das ist auch das letzte zwischen denen. So wie es aussah. Can't believe I didn't catch anything. Guess it's just that kind of day. Oh, hello, Leonie. Hey, Marianne. Where are you off to? Nowhere. I mean, I'm just on my way back from the stables. And you? Coming back from the world's lousiest hunting trip? I didn't even find a single track. And it's the first time I've been hunting in a while, too. Talk about a waste of time. Oh, that's too bad. But what is that you're holding? Oh, this? Just some weeds. Felt bad coming back completely empty-handed. Wollte auch gerade sagen, wenn man es halt nicht schafft, Fleisch zu jagen, dann nimmt man halt irgendwas anderes. Was nicht wegläuft. I figured I could use some to fill up my meal, so I went and gathered them. Also grabbed some medicinal herbs while I was at it. Is that yellow flower edible too? No, not at all. It's not poisonous, but it's really bitter. It's one of my favorite flowers, though. They're so pretty, don't you think? I saw some blooming and just had to pick one. Yes, it's beautiful. All those tiny blossoms blooming from it. It seems almost heroic. Merely looking at it gives me the strength to continue living for another day, no matter what obstacles may come. Can't say I've ever given it quite that much thought. Tell you what, why don't you take it? Are you sure? After you went and picked it... Hey, it's just a flower. It's yours. Thank you. No, I'll feel bad keeping this lovely flower all to myself. Maybe I can put it in a bouquet and place it in the mess hall for everyone to enjoy. You're always so thoughtful, Marianne. Marianne ist so gut für diese Welt. Oh, no, it's nothing. It's something, all right. But speaking of flowers, are there any you want me to keep an eye out for? I can pick whatever you like next time I go hunting. Well, perhaps some mountain gooseberry? The little green berries, right? Oh man, I love those. You can boil them up into jam, but I usually just eat the suckers by the handful wherever I find them. Yes, I was thinking they'd be perfect to feed the birds. Wait, you're giving them to birds? I'll eat them too, together with the birds. But there's something you have to watch out for. You mean the thorns, right? You're pretty knowledgeable about those little guys. Have you picked them before yourself? No, but the birds told me all about them. The birds told you. Marianne, you actually made a joke. I love it. Ups. Der No, Schrocken weg. it's not... well... I'm glad it made you happy. Ups. Okay, das heißt, die haben auch kein weiteres Gespräch mehr danach. Und das Gespräch zwischen denen geht noch nicht. Okay. Ich würde sofort in die nächste Mission reinspringen. Vorher würde ich mir aber was zu trinken holen. Ich bin nämlich so intelligent gewesen und habe mir nichts zu trinken geholt. Ich komme sofort wieder.
So. So. Jetzt bei den Boden. Moment. Okay. Dann springen wir mal in die nächste Mission rein. Genau. Karte. So, ich habe das ganze Zeug hier jetzt halt erledigt. Das heißt, es bleibt nur noch die Mission übrig. Claudes listiger Plan hat die kaiserlichen Invasoren isoliert. Jetzt ist es an der Zeit, die Schlinge zuzuziehen, ihnen den Fluchtweg abzuschneiden und sie davon zu überzeugen, sich zu ergeben. Auf geht's! Vorausgesetzt, es funktioniert. Ich würde liebend gerne Benedetta rekrutieren, wenn das funktioniert. Ich hoffe es einfach mal. Lord Ferdinand, I've brought an envoy from the Alliance. Ja. Allow me to introduce myself, sir. My name is Holst Sigisvald Goneril. It is an honor to meet you. Even those of us from the Empire have heard tales of your valor. I am Ferdinand von Eyre, and this army is under my command. An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz was erwähnen. Es tut tatsächlich gut, ihn jetzt noch mal so reden zu hören. Insbesondere diesen Satz mit I am Ferdinand von Eyre. Vor kurzem ist sein Synchronsprecher an Krebs verstorben. Was für meiner Meinung nach ein ziemlich großer Verlust war, weil ich fand seine Stimme schon ziemlich gut. Vor allem Ferdinand hat er sehr, verdammt gut gesprochen. Und ja, dieses I am Ferdinand von Eyre, das hat einer der bekanntesten Memes aus diesem Spiel, deswegen finde ich schon, dass seine Stimme mehr oder weniger zu Fire Emblem mittlerweile gehört. Und deswegen, ja, schon ein bisschen traurig. I come as a representative for the Leicester Alliance. I'm sure you can guess what I'm planning to say. You are here to ask for our surrender, I take it. Yup. Your army is surrounded with no hope of victory or retreat. There would be no dishonor in laying down your arms. So the Empire declined our terms? I guess that's not a complete surprise. It was as if he didn't even consider the possibility. Perhaps he'd have regarded it an affront to his pride as a noble of the Empire. He's really willing to throw away the lives of those who serve him just for that? Actually, his troops' morale seemed unexpectedly high. I believe they've steeled themselves for a fight to the death. Not without exception, of course. One of his officers was hiding under a table. Bernie! And I noticed some dispirited soldiers about their camp. Hiding under a table? That has to be Bernadetta. Yep. I mean, who else could it be? I wonder if she'd hear us out. Since we couldn't convince Ferdinand to give up on this desperate last stand, we have no choice but to give him what he wants. If we win this battle, the Alliance will finally be back to where it was before the Empire invaded. No matter who you face on the battlefield, hold nothing back. Hit them with everything you've got. Ja, eine andere Wahl haben wir doch nicht. So. Benedetta überzeugen. Yes! Gifteinsatz? Nee. Gifteinsatz? Hallo? Starte die Schlacht mit etwas gesenkten KP des Gegners. Das wäre ja Kriegsverbrechen. Nee, danke. Infos zur kaiserlichen Finde mit Hilfe von über die Information. Nochmal. Finde mit Hilfe von über die Formation der kaiserlichen Armee gesammelten Informationen der gegnerischen General in seinem Versteck. Ja, warum nicht? Zünde Signalfelder, um den Gegner zu verwirren und den Vormarsch des Gegners vorübergehend zu stoppen. Eine berittene Einheit herbei, um den Gegner anzugreifen. Von Zeit zu Zeit rückt er Stärkung aus. Das wäre eigentlich gar nicht cool, gar nicht schlecht. Ich würde einfach die beiden Sachen noch nehmen. Ja. Dann. Okay, Chase kann ich nicht wechseln. Die spielbaren Charaktere, ja, Marianne kann da hinten erstmal bleiben.
Und dann Claude und Lacithia ist eigentlich auch in Ordnung. Lawrence wäre gegen all die hier ziemlich gut. Ah, das sind alles Bogenschützen, deswegen. Wir hätten noch Linhardt, der das gleiche könnte. Da würde ich einfach versuchen, Linhardt zu nehmen und dann mit Chess rumzuschicken. Da hinten ist anscheinend jemand beritten, fliegendes, Ladislava. Okay, das macht Sinn. Da kann sich dann Claude drum kümmern. Lawrence, das versuchen wir einfach mal. Und dann würde ich Leonie noch mitnehmen. Das Lawrence halt gerade mal Level 9 ist halt nicht ein bisschen schrecklich, aber andere Wahl habe ich jetzt gerade nicht. Außerdem kann er sich ja auch selbst heilen, falls er das braucht. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir speichern und los geht's. So. Oh, if I must. Genau, Linhardt kommt rüber. Ihr beiden geht hier zusammen. Dass Marianne und Leonie zusammenkämpfen. Ich würde Marianne erstmal hier hinschicken und das Bollwerk noch verteidigen. Wie wär's, wenn wir das so hier machen? So. Oh, ich hätte Shamir mitnehmen sollen. Mist. Da unten ist nämlich noch eine Truhe. I'll do my best to defend our position. Oh, das hat jetzt aber lange gedauert. You know what? Nein. Du gehst auch mit nach vorne. You only keep losing troops if you... Wait, that's... Oh. 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 Did we make it in time? The situation doesn't look great, but we've still got a job to do. Uh-oh. Uh-oh. Avis? Wow. Du Verräter. You're Ferdinand, right? You've secured an escape route. Hurry, get your troops out of here. The mercenary. You have my gratitude. Everyone, proceed to the escape route at once. Ups, das ist die falsche Richtung. Captain Gerald. Oh no. I really don't want to do this, but I can't let them get away. Warte mal. Ach, da ist die. Okay. Finde das Fellnetz sich zurückzieht. Wie soll ich das bitte machen? Die Tür ist zu. Warte mal, konnte ich mich nicht teleportieren? War da nicht irgendwas? Moment. Schattengleiten heißt das. Jetzt aber nur zu denen, die ich schon kenne. Hä, wie genau soll ich denn da durchkommen? Please, excuse me. Wie kommen wir da hin? Please, excuse me. Not a problem. Fliegen können wir ja auch nicht. Wir müssen vielleicht erst die ganzen Bogenschützen erledigen. Pass mal auf. Chase, du gehst schon mal vor und tötest wenigstens den da.
Und währenddessen... Watch closely. I can't do this anymore. Gotta make sure everyone gets away. Is Bernadetta the sniper? Perhaps we should use the information we obtained about the enemy's formations. Where are these arrows coming from? We'll never... Okay. Klar. Let's try this. Das Let's see how this besiegste. goes. Haben wir noch jemanden übrig? Ja, Marianne. Jetzt können wir doch da durchreiten. Excuse me. Is this okay? Not a problem. I've got To catch up to the enemy if we don't stop them. We'll show them how determined we are. The path is shut. The sniper must be concealing themselves. We need to find them and deal with them immediately. The Alliance forces are in disarray. Now is our chance, Lord Ferdinand. Die Tür jetzt offen? Die Tür ist offen. Achso, das ist falsche Tür. This stronghold Die Tür will ist offen. fall. Let us take them by storm. Leave it to me. Let me hear it. Follow my lead. We won't be defeated. Out of my way. All right, take it down. So, warte mal. Das hätte mich die ganze Zeit machen können. The enemy is over there. Let us finish this. Bernie ist erschienen. Bernadetta wurde gesichtet. So, kann ich sie jetzt überzeugen? They found me. Stay away. Hi. I found her. I had a feeling it was you, Bernadetta. You don't seem to be willing to listen in that state. Ja, ich wollte gerade sagen, können wir sie Enemy nicht trotzdem irgendwie doesn't seem überzeugen? that interested in fighting. We may be able to convince her to surrender. Ja. Wie ist die Option dafür? Danke. Besiege. Jetzt darf ich sie besiegen. Dankeschön. Well, I suppose. We'll do it together. I've got you now. Ja, sie lebt noch. I wish I was surrounded by walls, not enemies. Bernadetta, could you maybe stop fighting? Wait, what? No, I'm not ready to die. Please, don't murder me. Sehr schön. Wir haben Bernie auf unserer Seite. Jawoll. I leave the rest to you. I will rally the troops who have managed to withdraw. We should join the front line as well. We must save as many soldiers as we can. There you go. Getting all worked up again. But I guess our pay will get docked if we just stand around. No problem. Ah, die Türe sind offen. Sehr gut. Dann kann ich ja... I can advance now. Ne, Forward. da. Now we can focus on pursuing them. Wait, something's happening in the central area. Who's that? Jetzt sag mir bitte nicht mittendrin, ich darf Alois besiegen oder so ein Scheiß. Oh. Schlimmer. Hi. You will not go any further. Oh. So that's the Ashen Demon, huh? Don't engage them if you can help Ja, da it. komm ich Focus on durch. stopping the Ernst? Imperial troops. Is that Alois? Wie kommen wir da durch? Kann doch nicht sein. Wir müssen ihn doch aufhalten können.
Hier sind alle Türen zu. Did he leave the Knights of Saros? Ah, I'm afraid that's it for me. I must withdraw. You can count on me. I'll do my best. Nee, warte mal. Let's try this. Versuch du das Let's see how bitte. this goes. Oder besser gesagt, wir versuchen es alle gleichzeitig, Is this okay? während wir hier dazu wechseln. Vorausgesetzt. Müssen wir es überhaupt machen? Moment mal. Liste. Ne, warte mal. Menü. Nee, warte was. Mit L. Liste. Nein. Doch, besiege Renami. Gut. Dann. I've got this. My turn. The escape point is before us. Go, everyone. I will provide you with backup. Attention back to us. Then cut a path once more. No escape. Bin es. Gut. Moment. Laut. Let's try this. Let's see how this goes. Wie verdienen wir Is das? this okay? Ich. Not a Du problem. kannst I've got weiter this. Can't let dazu. our blockade fall apart. We need reinforcements. You're more capable than I expected. We must prioritize the Imperial troops. There is no need to engage if you're having difficulties. I know we were told not to engage, but isn't this a great opportunity to see how much you've grown? Konzentrierung. Ja, machen wir schon. So, we meet again. You serve the Alliance now? Just draw your weapon already. You and me have a score to settle. If you're with the Alliance army, then I'm here to stop you. Time to face the Blade Breaker's wrath. Haben wir Gerald mitgetroffen? Nein, natürlich ist der hinter uns. Und durchkommen wir immer noch nicht. Danke auch. Wie genau sollen wir Ferdinand denn bitte aufhalten? Let's get him. I hope I do this right. I won't run away. Er steht da drüben. Nicht hier in der Wand. Wait. Kann sie sich hin teleportieren vielleicht? Nee. Ich schätze mal, wir müssen tatsächlich Gerald besiegen erst einmal. Und dann sollte sich das hier wahrscheinlich öffnen. These Alliance forces are no joke. Was? Wie? Wie ist er bitte so schnell hingekommen? Ich dachte, Cloud kämpft noch gegen den. Ja, okay, war so eine Nebenmission. How could you allow this to happen? Frage ist, wie lange überlebt Gerald dieses Mal? Also, im Spiel meine ich jetzt. Allgemein in der Story, wenn nicht nur... Ernsthaft? Lebt ihr immer noch? Geht doch. Können wir jetzt durch? Ja! They got me beat, huh? Hey, it happens. All right, I'm falling back. Ferdi. Considerably weaken the mercenaries. All that's left is to catch Ferdinand. Yep. Aber erstmal. Also du hältst Ferdinand auf. Please, is this okay? Du You can count on me. I'll do my best. den. Und dann wechseln wir hier noch. I've got this. But up Take a to breather. me. But I shall not surrender to you.
Vor allem sind da jede Menge Reiter, die ebenfalls noch helfen. Das ist halt auch ziemlich praktisch gerade. Ja, sehe ich genauso. Heile Nuts. Zu schön. Haben wir es geschafft? Ja, haben es geschafft. Nice. Dann wechsle ich mal ganz kurz hier rüber. Watch closely. And slip away like it was nothing. What a nuisance. Lend me your aid. Follow my lead. We won't be defeated. Out of my way. Haben wir's? Haben wir. Das heißt, wir hatten einen Schlüssel, ne? Jawohl. Legen. So, du musst versuchen, die aufzuhalten. Not a problem. I've got this. So, dann. Let's try this. Du gehst damit runter. I'll fight too. Richtung. Das ist so schön. So, wo ist die Truhe? Ah, da. Goldbeutel. Ah, okay. Das hätte jetzt nicht so gebracht, aber ist okay. Was haben wir noch? Eine Mission. Menü. Ach du Scheiße. Wir müssen noch jede Menge Soldaten besiegen. Time has come. I must hurry on as well. Still here? Please, come with me. Let's get him. I hope I do this right. I won't run away. Lycifia hat ganz schön Schaden erhalten. This meeting would be for tea instead of battle. Let's get him. I hope I do this Ich hätte erhofft, dass das mehr trifft, aber okay. Indeed. I would have much preferred trading barbs, not blows. Stay back. Goddess, forgive me. I got you.
Ja, jetzt natürlich kein Gegner in der Nähe, um den Finisher zu machen. Oh doch, warte mal. Everyone, retreat! Get as far as you can! I will hold them off! I hope I do this right. Das sieht schon deutlich besser aus. Ja, das sind halt immer noch fast 200, sogar fast 300. Okay, mal weg. Langsam gehen uns die Gegner aus. Help? Wie genau soll ich noch über 200 Soldaten besiegen, wenn es auch noch welche gibt? Ups, falsche Richtung. Let's get him! I hope I do this right. I won't run away. I will not be defeated! Please, forgive me. I can't let you show me up. Im schlimmsten Fall gibt es nach Ferdinand noch eine Phase und ich übersehe das jetzt halt nicht bekommen. This is most unfortunate. You know the future you desire lies with the Empire. I'm just trying to stay alive. There are a lot of things I can't give up for you. Wir haben es fast. Nur noch 50 Soldaten, weniger als 50. Na, das waren gerade mal 3 Stück, die nicht getötet wurden dabei. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Was? Mein PC hat sich gerade beschwert, dass ich wenig Speicherplatz habe. Es ist jetzt ein bisschen komisch gerade. Wait, der Kampf ist noch nicht vorbei? Was habe ich gerade gesagt? I will hold them off. Wo bist du?
I promised Her Majesty that I would protect you at all costs, and I intend to see that promise through. Edelgard truly made you promise such a thing? But I cannot very well abandon you here. Let's get him. I hope I do this right. I won't run away. Hab ich sie besiegt? If we lose you, we lose the whole army. Please go, so that everyone might live. Du siehst doch schon besiegt. At least Lord Ferdinand got away. Your Majesty, if only I could have seen you. One last. Ich frage mich, ob man Lex Lava dann spielen kann dieses Mal. Oh, Marianne? Their general escaped, but we struck a blow to the Imperial Army nonetheless. I'd call this a victory. Na, hoffentlich habe ich nicht am Ende doch so viel Zeit vertrödelt. Und krieg trotzdem noch den Erstrang. Yet you're still the saddest looking fighter in camp. Why the long face? Because we only barely got the job done. Everything else was a miserable failure. Sure, we routed the Imperial Army and forced Geralt and his mercenaries to retreat. But we let Ferdinand get away in the process. And if that wasn't bad enough, I failed to beat the Ashen Demon. Basically, we lost in nearly every way you can lose. Cooler Name. Wrong. You were hired to do a job and Und danke für den Follow. And in the process, you've received a valuable reminder about the unique danger the Ashen Demon poses. Mist. Das verstehe ich nicht. Hä, ich habe doch die Notification deaktiviert. Die ist nämlich letztes Mal irgendwie verbuggt gewesen. Und jetzt habe ich sie deaktiviert und jetzt ist sie immer noch verbuggt? Das macht keinen Sinn. Ich darf mich also nochmal darum kümmern. Mal gucken. Ja, ich finde es bisher auch ziemlich geil. Ich habe noch so viele Fragen offen und ich bin echt gespannt, was das Spiel angeht. You're right. I can't believe one fighter could turn the tide of an entire battle like that. Precisely. They're surely going to continue standing in our way, so do try to dig a little deeper the next time you square off. Yeah, you're probably right. Thanks for the chat. No. Da habe ich mich so stark darum gekümmert, dass ich die 1200 Soldaten besiegen kann und dann habe ich noch zu viel Zeit verschwendet. Dang it. Na gut. Ja, die Schwarze Nacht würde ich halt danach spielen wollen. Aber das werde ich dann privat machen. Also Golden Deer ist halt mein Haus. Und deswegen wollte ich zuerst erstmal die Golden Deer spielen. Mist, dann muss ich die Mission nochmal machen. Good, but not enough. Er ist trotzdem nur noch 12. Okay, ich glaube, ich muss das Level definitiv manuell erhöhen. Er ist halt der einzige Magier der Zeit bei mir. I got too cocky. Ach nee, das ist nicht der einzige Magier. Fällt mir gerade auf. Du bist kein Fan von Cloud. Ja, okay, das... Ich bin halt hauptsächlich Fan von Cloud wegen seinem Synchronsprecher. Ich liebe Josica. Deswegen, dadurch bin ich erst so richtig warm geworden mit dem Golden Deer. Welches Kapitel bin ich jetzt gerade? Ich glaube, das war jetzt das 6. Also wir sind noch sehr, sehr weit am Anfang. So, wir kriegen mittlerweile Stahlwaffen auch so geschenkt. Das ist natürlich sehr praktisch.
Yes! Ich weiß halt nicht, wie lange das Spiel geht, deswegen will ich auch, glaube ich, gar nicht erst wissen, Did wie you lange manage es to find tatsächlich Ferdinand geht. and his troops? No, but I spotted tracks that suggest they fled toward Garrett Mock. So they've given up on the southern route and are making their way back to the Empire by circling west. It won't be easy to catch them now. I'm just relieved that Ferdinand is still alive. I must admit, I am too. Yeah, same here. I just wish we could have caught him, though. Knowing Ferdinand, he's gonna think the only way to redeem himself is by attacking us again. Well, if he does, I'll just chase him away. I'll send that guy packing as many times as we need. I'm more worried about Geralt and his mercenaries. Ich hatte darauf, dass alles gleich ausgebaut ist und meine Figur. Ne, darauf achte ich nicht so stark. Also das Ding ist halt, in dem anderen Warriors-Titel habe ich halt immer nur mit Lucina gespielt und das hat funktioniert. Also alles nur in Lucina reingesteckt und das war's. Und deswegen, ja, Grinding, ja, also mache ich halt offscreen. Deswegen, damit ich das nicht hier im Stream mache. Mir fällt gerade auf, von den ganzen Black Eagles ist bisher nur Kaspar wirklich gestorben. Oder? Haben wir ihn tatsächlich getötet? Wir hatten keine Wahl, ihn irgendwie rauszuholen oder so. So viel ich weiß. Bernie und Lina sind jedenfalls jetzt endlich bei uns. I'm with you on that. Right. Ferdinand would have never escaped if Geralt's people weren't covering him. I suspect this won't be the last we see of them. We can't let their smaller numbers lull us into a false sense of security. Das ist aber auch That's a irgendwie surefire way to get beaten. eine ziemlich fiese Taktik. Soldaten zu rekrutieren, nur damit die einen Zeit verschaffen. Das hätte auch ziemlich stark nach hinten losgehen können. Menschlich gesehen ist das ziemlich fies. Ich habe Ingrid getötet. No! Ja, Ingrid, ich weiß ja nicht, wie man alles in der Golden Deer, Black Eagle Route dann rekrutieren kann. Ich bin halt zum Beispiel jetzt noch nicht. Ich schätze mal auch nicht, dass jetzt noch Kämpfe gegen die Blue Lions kommen wird. Weil warum? Warum sollten wir gegeneinander kämpfen? Aber das kann sich natürlich auch alles ändern. Ich habe keine Ahnung. Da es ja eine alternative Zeitlinie ist. On the bright side, we've taken down most of what was left of the Imperial Army's invasion force. I think it's fair to say the Alliance has officially made it to the other side of this crisis. Great work, everyone. May I ask what our next move is, my lord? Well, as you know, the Empire is currently locked in battle with the Kingdom of Fargus. Außerdem, das muss ich jetzt unbedingt nachgucken. Erstens, ich finde mega cool, dass halt Holst jetzt tatsächlich dabei ist. Dass er tatsächlich als Charakter dort ist und jetzt sogar spielbar ist. Und zweitens finde ich seine Stimme auch ganz gut. Wer ist sein Synchronsprecher? Holst. Voice Actor? Moment. Horst Sigiswald Goneril. Sungwon Cho, der sagt mir gar nichts. Kenne ich den irgendwo her? Hat er irgendwas gesprochen, was ich schon kenne? Holst ist ja Hildas Bruder. Und der wurde in Three Houses immer nur so ein bisschen erwähnt. Aber man hat ihn nie wirklich zu Gesicht bekommen. Nee. Ich kenne keine einzige andere Rolle von ihm. Schade. With fronts to the east and the west, the Empire is stretched thin.
They've been forced to divide their army. I'd be curious to hear what my favorite mercenary thinks. What would your next move be? As the brains of this duo, I'll take this one. The answer couldn't be clearer. Attack the enemy's homeland. Shamir haben wir hier tatsächlich bekommen. Also, Shamir ist derzeit spielbar. Ich habe sie für den letzten Kampf vergessen mitzunehmen. Ist mir erst zu spät aufgefallen, als wir schon mitten im Kampf waren. Vorschlagen, die Grenzen zu befestigen, vorschlagen, ins Kaiserreich einzufallen. Hier das... Komm, wir schlagen einfach mal vor, was Aval sagt. We should cross the Great Bridge of Murden and mount an assault on Empire territory. If we move in now, we'll have a real shot at winning. Exactly what I was thinking. We should seize the initiative and strike before the Emperor and Count Burgleys can muster a response. I agree. They attacked us first, so we're fully justified in a retaliation. Ich habe auch vor, bei Chess alle Klassen zu meistern. Aber wahrscheinlich nicht nur Chess, sondern schon ein paar andere Charaktere ebenfalls. Zum Beispiel mit Lysithea versuche ich das gerade halt auch, weil ich liebe Lysithea. What's more, if we can claim House Burgleys' farmlands for ourselves, then the Alliance should be sitting pretty for a century to come. Isn't Count Burgleys known for his incredible strength? He may be Adrestia's mightiest warrior, but at the end of the day, he's still just one man. The Empire's invasion of Leicester has failed. That crack in their armor is just the opening we need to strike. Ach ja, und Marianne. Marianne würde ich ebenfalls so gut wie möglich alles... Naja, da ist mir hauptsächlich wichtig, dass sie stark ist. Was natürlich Sinn macht, wenn man halt alle anderen Klassen meistert, dass sie dann mehr Fähigkeiten hat, die sie dann verwenden kann. Also werde ich wahrscheinlich auch alle Klassen mit ihr versuchen zu meistern. If victory means peace for the Alliance, I'm all for it. I won't lose to this Count, no matter how tough he is. Und Edelgard wäre für mich, also wenn ich jetzt die Black Eagle Route machen würde, da würde ich, glaube ich, alle anderen Klassen ebenfalls meistern mit ihr, aber sie am Ende in ihrer Klasse lassen, weil ich fand es ziemlich cool. Sie ist halt eine der wenigen Hauptcharaktere in den Fire Emblem Spielen, die tatsächlich eine Axt verwendet. Und das finde ich mega cool. Also so dadurch erinnerte sie mich so ein bisschen an Titania. Deswegen, so eine starke Axt verwendende Frau fand ich halt genial. I'm sure if we don't take this opportunity, it won't be long before the Empire regroups and attacks us again. Panzerlord, genau, das war die Klasse. I don't approve of this at all. Surely the Alliance army is already exhausted from fighting multiple battles. So many of our soldiers are wounded. We should give them time to rest and recover. If our attacks were to somehow fail, then the Alliance would be plunged right back into crisis. And need I remind you, the next time the Empire knocks on our metaphorical door, we will not be able to employ the same tricks again. We won't fail. I'll handle Count Burgleys myself, and I will vanquish him. But Holst, can you really afford to be away from our territory for so long? Elmira could strike at any moment. My, this conversation's certainly gotten heated. Do I sense another roundtable meeting in the works? Seems like this kind of decision would need one of those conferences, huh? That's how it goes around here, yeah. I guess we'll just have to table this discussion until then. I've returned, Father. Ah, richtig. Das erste Mal seit dem Father, Angriff. between your feigned betrayal and surprise attack at the Great Bridge, your leadership in this war has been nothing short of exceptional. However, I must ask why you felt it necessary to exclude me from your plans. I could have assisted you had I only known your intentions. No. If Deirdre had fallen, House Gloucester would have remained a loyal vassal to the Empire.
There was no need for you to share the stigma of that betrayal. I wanted your hands to remain clean. You are, after all, the heir to the noble House Gloucester. Father. But I will tell you this. Claude von Regan is dangerous. In this matter, I allowed him to inveigle me into going along with his scheme. And what was born of this plan of his? Much of our domain became a battlefield, its citizens exposed to considerable peril. That seems a small price to pay considering all we have gained. An alliance leader who dismisses any amount of suffering is unfit to bear the title. I am convinced that Claude will never understand this. Now, that is not necessarily... Listen to me, Lawrence. I am done obeying that reckless child. Uh-oh. You cannot mean to secede from the Alliance. No, of course not. I intend to yield my title. Oh. What? Claude may be the one to save our alliance, but I refuse to serve under him all the same. Whoa. You, however, are much more adept at dealing with his particular style of leadership. Would you not agree? You are proposing I become head of this house? Are you certain? Lawrence, my son, I have long forced you to uphold my own ideals. That too ends today. Going forward, you shall act in accordance with your own beliefs. My only stipulation is that you never forget your duty to protect the common folk and always consider their best interests. Das kommt tatsächlich jetzt gerade sehr unerwartet. I stand both honored and humbled to accept the countship of House Gloucester. Oh. Wir haben Tarsis bekommen. Ist ja geil. Golden Wildfire. A contest of beasts. Moment. Kann ich kurz pausieren? Nein, kann ich nicht. Having struck down the Imperial Army's incursion, the Alliance sees an opportunity to launch a counter-invasion. The Round Table convenes and urges the plan to go forward. The Alliance Army targets Burgley's territory, just beyond the Great Bridge. They advance to seize its fertile lands, which are protected by the Empire's Minister of Military Affairs. Having been vested with my father's authority, I cast the vote for House Goneril. Ich habe ein paar Sachen zu reden. Einmal was jetzt von Jeriza, finde ich cool, wegen Mercedes hauptsächlich. Also, ja, also in Three Houses war er ziemlich genial. Also gerade, dass man ihn dann, das durch ein späteres Update, man Jeriza dann ja selber spielen konnte, wenn man die Deck-Route gemacht hat. Das fand ich eine sehr gute Idee von denen. Zu Lawrence. Ich finde halt tatsächlich, was die Golden Deer angeht, die meisten von denen machen halt tatsächlich eine Entwicklung durch. Außer Raphael. Aber alle anderen machen halt tatsächlich so eine Charakterentwicklung durch. So die fangen alle so kleinkindisch mehr oder weniger an und entwickeln sich nach und nach. Und das hat mir bisher halt am meisten an den Golden Deer gefallen. Und bei Lawrence ist es halt so ein Extremfall. Er war so wahnsinnig scheiße. Niemand kann ihn leiden. Alleine schon wegen seiner Frisur. Und er hat halt gegen Ende, gerade in den Gesprächen mit Claude, immer mehr so gemerkt, okay, ja, eigentlich hat Claude recht und ich sollte mich vielleicht ein bisschen öffnen und so weiter. Deswegen fand ich Lawrence gegen Ende immer ziemlich genial. Also, ich mag ihn am Ende immer noch nicht wirklich so hundertprozentig, weil er vom Design her jetzt nicht unbedingt meine Person ist. Aber von der Idee her, die Charakterentwicklung, das finde ich halt besonders. Ja, Bernadette zum Beispiel auch. Ja. Aber zum Beispiel auch Hilda zum Beispiel. In fast allen Gesprächen ist es so, okay, sie möchte versuchen,
Arbeit auf andere abzuwälzen und merkt dann in den Gesprächen so, es ist einfacher, wenn ich selber mache. So, das ist halt auch irgendwie genial. Deswegen, also es kann auch ganz gut sein, dass ich halt einfach ein bisschen voreingenommen bin, weil Golden Deer war meine erste Route. Ja. And how say you, Count Gloucester? I have decided to yield House Gloucester's seat to my son. Lawrence, you will cast your vote as the new head of our house. Before I do, might I inquire as to the position of Count Cordelia? Das könntest du mir vielleicht schon verraten. Ich mochte Petra auch sehr. Petra. Gerade wegen ihrer Synchronsprecherin, Femata. Man erfährt mehr über Bridget. Genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Weil das hätte mich nämlich auch interessiert. Weil das ist meiner Meinung nach in Three Houses so ein bisschen zu kurz gekommen. Die anderen Kontinente. Und jetzt alleine schon, dass man hier auf der Route mehr über Almyra erfährt. Also über Claudes Vergangenheit auch deutlich mehr erfährt. Oder Verwirrung mit Almyra und so weiter. Macht das halt jetzt gerade auch sehr interessant. Und deswegen wollte ich gerade wissen, ob man vielleicht mehr von Petras Seite erfährt. Da hat man ja auch nur gehört, da gab es die eine Mission irgendwie mit ihrem Großvater oder was auch immer und das war's. Und den hat man auch nicht zu Gesicht bekommen, also... Count Cordelia couldn't attend in person, Nee, war kein so he was also briefed in das advance wollte ich ja on this sowieso meeting's fragen, agenda. also alles gut. Also, dass mehr zu Bridget kommt, genau das wollte ich ja wissen. Mehr will ich gar nicht wissen. Aber das finde ich sehr gut. At which time he expressed that House Cordelia would support the opinion of the council. Then House Gloucester will join Houses Edmund and Goneril and offer no objection. We vote yay. Then with the approval of all houses, the Alliance will move forward with the proposal. Huh. Duke Goneril's position came as no surprise, but I didn't expect Margrave Edmund to show so much interest in your plan. Margrave Edmund knows an opportunity when he sees one. I'm just glad that his calculations swung in our favor. It goes without saying, but as the leader of House Daphne, you have my full support. But I hope you understand that some of our other frontline commanders don't share my enthusiasm. Oh, I'm well aware. I'll need to find some way to get everyone on board. The Round Table voted on our next course of action, and support for an attack on the Empire was unanimous. We need to get preparations underway. Unanimous? I was led to believe that my father would be too busy overseeing the restoration of our territory to attend. The Count made me his proxy, which I interpreted as a sign of support. That's surprising. I'd heard Cordelia territory suffered greatly when the Empire invaded. Are you sure my father has agreed to this? Our resources are limited enough as it is. I can't imagine what we could spare for an extended campaign. Is it really a good idea to keep fighting this war? Since Houses Cordelia and Gloucester suffered the brunt of the casualties in our previous battles, we plan to ask relatively little of them going forward. Ich hatte halt jetzt offscreen halt die ganze Zeit lang ein bisschen grindet. Aber wirklich viel Erfahrung habe ich halt derzeit nicht bekommen. Also schätze ich mal, in Kapitel 10 kommt man wahrscheinlich gut auf Level 40. Wahrscheinlich schon so vorgesehen, dass man dann auf der Stufe ungefähr ist. Wie gesagt, das höchste, was ich gerade habe, ist 25. My adopted father views this war as just another investment. He must be expecting significant returns. And he has every right to a return comparable to his contribution. Look, this isn't something you all need to worry about. Now, Lawrence, since you're the head of House Gloucester, would you care to elaborate on your thoughts about the proposal? Given the treachery House Gloucester has shown the Alliance as of late, I did not believe we were in any position to object to your proposal.
Therefore, I chose to quietly acquiesce during the roundtable. That so-called treachery was all part of the plan to save the Alliance. No one actually thinks your house betrayed us. Laudable results do not erase duplicitous intent. Had the winds shifted in their favor, my father was prepared to remain with the Empire. Yeesh. All right, let's ask someone else. What do you think, my friend? Hasn't the decision already been made? At this point, you should be free to speak your mind. Den Angriffsplan unterstützen, den Angriff für verfrüht halten. Ja, mittlerweile bin ich auch nicht mehr so sicher. I don't know. Seems like it might be a little too soon for an invasion. That's what I think too. Maybe if we don't do anything to provoke them, the Empire will leave us be for a while. I just want to be clear about one thing. I'm not trying to invade the Empire because of some personal ambition. Seizing House Burgleys' territory is essential to the future of the Alliance. That much won't change, whether we continue to wage war with the Empire or simply need a little leverage for peace talks. This fight is about protecting our future. So I'm asking you all to lend me your strength, because I can't do this alone. Ich bin da tatsächlich gespannt, weil in Three Houses hatte es Sinn gemacht, dass die Allianz in das Kaiserreich eingefallen ist, weil sie ja von der Kirche mehr oder weniger beauftragt wurden, Rhea zu retten. Aber Rhea ist ja jetzt nicht in Gefangenschaft. Deswegen macht es keinen Sinn, eine Invasion voranzutreiben. Ich bin da gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil... Oder vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt noch so, oh ja, übrigens, das Königreich ist eben gerade gefallen und jetzt müssen wir Rhea doch retten oder so ein Scheiß. Oh, all right. I'm sure you must have agonized over this decision. I suppose the die has been cast. What matters now is that we win. That's true. All right. I'll steel my resolve and fight. This battle is for everyone in the Alliance. I'm gonna fight with all my muscles, even the ones I don't know are there. I'm in too. Okay. And I'm not about to let Geralt and his mercenaries beat me either. I may be the one drawing up the plans, but it's up to all of us to see them through. I know you won't let me down. Ich würde gerne endlich mal die höheren Klassen machen können. Steht nur eine größere Auswahl an Einstellungsmaterial? Ja. Ja. Okay. Können wir jetzt endlich... Was war das? Wertiges Baumaterial oder wie es hieß? Ich will nicht die höheren Klassen machen. Ich habe schon Siegel, aber ich kann es halt noch nicht verwenden. Supplies are the lifeblood of any army. Ja, geht doch. 27 könnte ich brauche aber nur 10. Zack. Und genau, Veteranenausrüstung brauchen wir 10 Stück. Bin ich der Meinung. Holen wir es aus. Wo war nochmal? Da unten. Hi, Mr. Lehrmeister, Sir. Einrichtung erweitern. Ja. Geht doch. Oberstufenklassen. Geht doch. So, wer ist jetzt am wichtigsten gerade? Weil wir haben gerade nur ein einziges Siegel. Ich würde Lysithia sagen, damit sie endlich zum Schwertmeisterin wird. Yes. How striking. So, mehr können wir aber gerade nicht, weil wir kein Siegel haben. Aber wir können aber bestimmt welche kaufen.
Hi. Na du? Sieh mal an, die große, böse Söldnerin, von der alle immer reden. Ich habe gehört, dass die Kaiserin dich zur Generalin ernannt hatte. Was? 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 Kann es sein, dass der Text verbuggt ist? Weil das ist nämlich nicht, was gerade passiert. Wait. Okay, das spoilert schon ein bisschen, dass man Buffs ebenfalls in den anderen Routen bekommen kann. Hä? Let's see. I get you. Okay. Cool. What? Oh, noch ein Hündchen. Da. I carry a little of everything here. Oberstufensiegel, 3 Stück. Okay. Das heißt, wir haben nicht so viel Auswahl. Hope to see you again soon. Gut. Wen könnte ich denn dann noch... Moment. Guck's mir erstmal hier in der Liste an. Also. Ja, vielleicht wäre es auch ganz praktisch, sie ebenfalls zur Schwertmeisterin zu machen erstmal. Damit wir bald zu Ashura kommen. Ups. Ansonsten ein Scharfschützen wäre natürlich jetzt auch ganz lustig. Rüstungsritter wäre auch geil. Ja, und Marianne zur Rittmeisterin wäre natürlich richtig nice. Ich glaube, das würde ich tatsächlich machen. Marianne, Claude und Chase. Oder Leonie. Nee, ich glaube, erstmal wäre Marianne wichtig. 2 Rittmeisterinnen brauchen wir nicht unbedingt. Das ist mir egal. Oh, und wir haben jetzt Bernie. Oh nein. Ich habe zu viel Auswahl. Nicht so viel Auswahl, bitte, Leute. Oh nein. Gut, aber Bernie muss so oder so noch ein bisschen trainiert werden, weil die ganzen Klassen natürlich dann jetzt noch perfektioniert werden müssen. Das heißt, sie muss sowieso erstmal Schützin bleiben. Ich würde sie auch als Schütze... Und Shamir. Assassine wäre halt nämlich richtig nice. Dann würde ich schon eher sagen, dass wir Shamir, Claude und Marianne machen würden. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht nicht auf irgendeinen anderen Weg noch ein weiteres Siegel bekommen. So, Klasse erlangen. Ja, Shamir ist jetzt mal wichtiger. Shamir zur Gaunerin zu machen, Assassinen zu machen, finde ich wichtiger. So, dann Marianne könnte ebenfalls auch zur Schwertmeisterin werden. Nein. I hope I can handle this. Gut. Und... Ja, komm, ich möchte später halt den Bogenritter unbedingt haben. I still have... So, genau, die Klassen. Das ist okay. So, das klingt auch noch erhöhen. Dann sollte ich vielleicht, statt Ignaz mit Claude zusammenzusetzen, Bernie dazu verwenden. Weil sie ja beide die gleiche Klasse haben.
Mehr oder weniger. Also meine Bogenschützen sind. Das ist ja ungefähr so wie mit Leonie und Marianne. Ihr beide bleibt auch weiter zusammen. Ihr beide auch. Was sei denn natürlich... Ich verwende die halt gar nicht. Deswegen macht es vielleicht mehr Sinn, wenn ich Lawrence und Ignaz verwende. Warum ist Lawrence Soldat? Hä? So, er hat die perfektioniert. Ausgerüstet hat er aber was anderes. Der Priester ist noch nicht perfektioniert, also machen wir das auch noch. Weil vielleicht doch Linhardt noch. Warte, Chemie ist doch noch gar nicht hier drin. Oh. Ups. Mist. Dann machen wir das so. Gut. Aufeinanderfolgendes Training, genau. I'll master this. This is suitable. I bet this'll come in handy. So. Du hast den Myrmidon perfektioniert. Dann bleibt auch nur noch eine einzige Klasse übrig. Hey, a new power. All Urteilung. right. I am capable. Gut, dann lohnt sich hier jetzt Lawrence nicht mehr. Ist dann natürlich, wir geben eine andere Klasse. Lawrence? Na? Dann wäre doch gar nicht mal so dämlich, ihn vielleicht doch noch zum Magier zusätzlich zu machen. Dass er die ganzen Magie-Sachen lernt. Vielleicht wird er dann zum stärkeren Bischof. Das ich ihn ja später machen möchte, ne? Wozu ich ihn ja später machen möchte. So rum. That's enough for today. Not With proper training, you'll be unstoppable. So. Dann sollte ich vielleicht nochmal nach der Verbesserung Ausschau halten. Oder warte mal. Als allererstes. Gehen wir mal durch das Inventar durch. Das ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Haben wir ein besseres Schwert mittlerweile? Nein. Das Rostschwert können wir zum Stahlschwert machen, aber das haben wir halt schon. Ein Heroenrelik, das mit dem Gloucester-Wappen verbunden ist, hebt gelegentlich den erlittenen Schaden auf. Hatte nicht Lysithea ebenfalls ein Gloucester-Wappen? Genau, sie hat nämlich auch ein Gloucester-Wappen. Dann geben wir ihr das doch. Was natürlich auch praktischer ist als ein Lederschild in dem Falle. Ja, die Waffe behältst du. So, dann nochmal zum Anfang zurück. Genau, du behältst das auch. Du kannst den Behendigkeitsring auch behalten. Lawrence, glaube ich, den Schild zur Sicherheit. Die Bücher sind jetzt nicht unbedingt besser. So, Raphael, haben wir vielleicht einen besseren Streitkolben? Nein. Okay. Ja, eine bessere Axt. Ja, komm, kriegst eine Axt. Sakralbogen wäre nicht wichtig, deswegen behältst du den auch. Genau, da haben wir schon gerade reingeguckt. Stahllanze plus 9. Besseres haben wir gerade nicht.
Panzerspeer, das ist der einzige, den wir haben. Holst. Du könntest tatsächlich jetzt einen Streitwagen verwenden dafür. Linhardt, ein besseres Buch haben wir immer noch nicht. Bernie kann einen besseren Bogen bekommen. Gut. Oder Bernie kriegt ein Lederschild. Ja, komm. Das habe ich zum Söldner gemacht, okay. Schmier. Ich sollte vielleicht doch das Schwert erstmal verbessern. Mal das Rostschwert in die Hand. So. Dann verbessern wir erstmal das Rostschwert. Hey there. Need something? Is this it? See you around. So, alles andere geben wir jetzt ab. Damit wir weitere Materialien kaufen können. Halt, die Wolfszene brauche ich vielleicht noch. Die sollte ich nicht wegwerfen. So, dann das einfache Baumaterial brauchen wir auch noch. Da gebe ich mal so 50 Stück ab, würde ich sagen. Ja, und den Rest behalte ich vielleicht noch. Welchen Giftständer brauche ich vielleicht auch nicht unbedingt. Ach stimmt ja, das haben wir auch noch. Everything has its use. So, dann gehen wir mal zu dem Lagermeister, oder wie auch immer der hieß. Nee, nicht Strategiker. Halt. Zurück. Ach, Nebenquest Kampf freigeschaltet. Genau am richtigen Ort. Okay. Je nachdem, welche Einheit zu deinen Verbündeten zählen, können im Laufe der Geschichte Nebenquests verfügbar sein. Wer auf der Register des Basis. Okay, ja. Ah, okay. Make sure you're ready. So, Verwalter, so hieß der Typ. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Genau. Als nächstes brauche ich Elite-Ausrüstung und luxuriöse Baumaterialien. Mehr Training, geringere Kosten und das ganze Zeug. Fehlt dir die für irgendwie doch? Ach, Rekrutenrüstung. Naja. Dritte Kriegeranzeige wäre natürlich auch nice. Das hier wäre auch schön. Die Schmiede. Mögliche Reparatur von Waffen des Levels C. Okay. Das ist den Schmiedevorgang, was die Effizienz steigert. Verringert die Kosten des Schmiedens. Ja, gut. Das Neuschmieden von Waffen. Stellen größere Schmiederäume her, erhöht die durch das Schmieden von Waffen erhaltenen Macht. Ja, richtig. Die Expedition habe ich vollkommen vergessen. Marktplatz. Unsere Sachen sind halt ein wenig limitiert, was das angeht. Let me know if I may be of further service. Ein schon mehr. Listen. Mhm. Well,
all right. Warum können wir immer noch nicht Judith verwenden? Actually. Jeez. Please. Mache ich jetzt die eine Mission nochmal, damit ich wenigstens den S-Rang bekomme. Which battle do you wish to reflect on? Oh, wir haben noch einige. Na gut, I'll vergiss es. continue gathering records of your battles. Mache ich später. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo kommt ihr jetzt bitte in die Kette her? Das kann doch nicht sein. So, erstmal die Nebenquest oder erstmal die erste Mission? Ich glaube, ich mache erstmal die erste Mission. Also den Kampf hier. Ein Exorzistenbuch. Okay. Das klingt cool. Oh, es ist auch kein großes Kampffeld. Okay. Dann. Genau, Schiss lohnt sich ja jetzt logischerweise erstmal nicht. Ich würde vielleicht sogar Bernie erstmal verwenden. Oh. Marianne hat hier deutlich mehr Probleme. Dann lass doch mal Chemie rausholen. Ja, okay. Und Bernie läuft zusammen mit Lacithia los. Wobei ich tatsächlich da gerne wissen würde, erstmal speichern wir. Das ist überrichtig. Mit wem Bernie jetzt alles Gespräche hat. Ah, da oben ist er. Wissen wir schon, wo genau ist sie jetzt hin? Mit Lacithia tatsächlich auch. Mit Chase natürlich auch bis A. Mit Marianne. Ziemlich weit sogar. Und Lennart logischerweise. Ja, okay, dann versuchen wir doch erstmal die auf Lacithia und Bernie auf den Rang zu bringen. Als okay? Let's try this. Let's see how this goes. I've got it. Du beschützt am besten die hier unten. As fast as you can. Don't let the pressure get to you. I'm not a child. Lend me your strength. Hilft den Truppen des Bürgers, den Dorfruinenpfad zu erreichen. Okay. Wie wir es mit du beschützt dann den hier erstmal. Ich muss wahrscheinlich noch jede Menge andere Soldaten besiegen. Wahrscheinlich wieder 700 oder so ein Scheiß. Not yet. Tastes more bitter than blackest coffee. Oh Gott, der Bürger ist ja auch schon fast tot. Putting all the adults to shame, Lacithia. Yeah, just forget I said that. For all we've got,
I face my comrades after this. Das ist eine perfekte Ausweichung, was du noch nicht dazu was bringt. Ja, dem geht's noch gut. This isn't looking so good. Jetzt lauf. I face my comrades after this. I'm not a child. Lend me your aid. Let's do this together. Die Animation ist awesome. Be defeated. Oh, das ist auch cool. You're done for. The rest is up to you. Let's give this a shot. Ja, hier können wir uns sofort drum. It's no use. We can't gain any ground. Shall we take up position here? I'm unsatisfied. I will grow even stronger. Wow, that's amazing. Just watching you tires me out. Today. Moment mal, wer war das nochmal? Aha. Okay. Liebesbande? What spices shall I dress you with? Eigentlich auch aus dem Imperium. Begging to be heard. Retreat! What a nuisance! That turned out well. No time to slow down. I'm not going to die yet. Wie viele sollen wir siegen? Oh, wir haben schon. Wir sind eigentlich schon fertig. You're putting all the adults to shame, my Cynthia. Yeah, just forget I said that. We won't be defeated. Sehr gut. Das war wirklich eine kleine, süße, schnelle Mission. Phew. We managed to make our escape. I don't want to ever do that again. Mhm. Nice. Wir haben das. Seems like fighting's all I do these days. Als nächstes muss ich unbedingt mit Shamir spielen. Ich will unbedingt die Assassinen ausprobieren. I don't have to. I must. I had this talent hidden away?
Ein Buch, das für die Bekämpfung von Magiennutzern verfasst wurde. Ah, interesting. Your Excellency, I have a report concerning the movements of the Alliance army. Okay, Kasper lebt anscheinend doch noch. Go on. Das ist Graf Enemy Berkeley's. troops Okay. throughout the Alliance have marched south and are now gathering on the north side of the Great Bridge of Myrddin. The scale of their force is much larger than what would be expected of a defensive operation. So it's come to this, has it? Who would have imagined that the Alliance would dare threaten my territory? What do we do? Should we ask Edelgard to send reinforcements? No. This isn't worth troubling Her Majesty over. Are you sure? We lost an awful lot of soldiers when we were defeated at the bridge. The main force of Her Majesty's army has been sent to the Kingdom front. It would be more trouble than it's worth to call them back. Besides, you remember that mercenary company that performed so well before? They're back with us. You mean the one run by that Gerald guy? I gotta admit, they do seem to know their stuff. In addition, we can expect reinforcements from that meddlesome ox woman. That should round out our numbers. Well, when you put it like that, maybe we really can handle this. So what's next? We gonna crush him with a head-on attack? We'll meet the Alliance army at Gronder Field. The area once used to stage the Battle of the Eagle and Lion will serve well. After all, it has already been trampled beyond use, and I doubt the enemy will go out of their way to burn our fields, given that they plan on seizing them. I bet Holst will be part of the invasion force. He's the one who fought back all those Almiran armies. I've been dying to take him on. You'll do no such thing. I'm going to face him myself. But why? How do you know I can't take him if you won't even let me try? The fact that you don't know only proves you're not ready to face an opponent like him. Besides, Holst is hardly the only foe we need to focus on. I doubt Count Gloucester was acting alone when he devastated the Imperial army. I'm sure the Alliance's leader, Claude, hatched that scheme. We need to be wary of him. Claude, huh? Yeah, he did seem like a pretty crafty guy. Ach, wirklich. Tactics like that may work for some, but don't expect our house to come up with schemes of our own. We'll see through the enemy's tricks, and then quash them with our might. All right, we're gonna crush their flimsy ploys with some good old-fashioned brawling. Let's do it! General Nader, our troops are completely exhausted. Everyone's starving and we're running out of water. I'm sorry, but I'm going to need you to bear it a little longer. If we don't ration our provisions, we won't have enough for the way back. We didn't bring enough supplies for the journey back? What is Prince Shahid thinking? I'm sure the only thing he's focused on is that fantasy of his, where he earns enough renown to secure his succession to the throne. He's so convinced he'll sup on the spoils of victory, he hasn't even bothered to prepare for defeat. Well, that explains it then. I sure hope this battle ends the way the prince wants it to. You and me both. If we win, great. But if we stumble here, we're as good as dead. Why is His Majesty letting Prince Shahid do as he pleases? His Majesty hasn't been himself since Prince Khalid disappeared. Khalid was always his favorite, you know. Nader, the next batch of reinforcements will be arriving shortly. A force of elite troops, courtesy of my uncle. Rejoice! Oh, even more reinforcements? The size of the army is what decides most battles. And with me in command, it should be nigh impossible for an army of this size to lose. Well, actually, advantageous terrain may be more important. We can continue this later.
March out to greet the new arrivals and get them into formation. Warum brauchen I will sie go rally them afterwards. Geländevorteil, wenn sie fliegen? If only we could feast on lofty speeches. Then we'd eat like kings. An army this size limits the tactics we can use. They're going to think we're just a horde of barbarians. Ja, das tun sie wahrscheinlich jetzt This schon. is no fun at all. If only you were here, kiddo. Dann haben wir noch eine Herausforderungsquest. Erstmal haben wir uns das ganze Zeug, es gibt eine Quelle, bla 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 bla. 2 Einheiten wählen, um ihren Unterstützungswert zu erhöhen. Dann würde ich doch mal die beiden nehmen. 41-wertige Baumaterialien. Nice. Amazing. Oberstufensiegel. Ja, nice. 3 Stück. Dann würde ich zuerst zurück ins Lager gehen. Noch Klassen erhöhen. Unter anderem Schäs zum Schwertmeisterin machen. Und wir haben noch Einrichtungen, die wir erweitern können. Die würde ich vielleicht auch als allererstes machen. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Übungsplan. Städte Trainer, wodurch die Wartungskosten verringert werden. Verringert die Kosten für Levelerhöhung. Ich glaube, das hier ist tatsächlich wichtiger. 30. Ach nee, warte, wir haben 30 Veteranenrüstung, ich würde gerade sagen. Ja, die restlichen würde ich halt für was anderes ausgeben wollen. Zum Beispiel die Taktikakademie. Genau, weil 8 Plätze wären halt schon cool. Standard-Kampfanleitung brauchen wir 10 Stück von. Let me know if I may be of further service. Supplies are the lifeblood of any army. So, Standard irgendwas. Hieß es. Standard-Kampfanleitung. So. Everything has its use. Stimmt. Gut. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Ermöglicht, dass Aktionssignifikanten in einem höheren Level erreichen können. Okay. Das wäre natürlich auch praktisch, die Wappenkunde. Ich glaube, ich hole mir nochmal 10 Standardkampfanleitungen. Let me know if I may be of further service. Supplies are the lifeblood of any army. So, jetzt haben wir leider kaum noch Steine, aber ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das, was es da hinten erforschen können. Wait. Standard-Kampfanleitung. Das Falsche gekauft? Irgendwas habe ich mit Standard jedenfalls gekauft. Dachte ich. Das 2 Sachen, die Standard heißen? Na super. Na gut.
Let me know if I may be of further service. Can I help you? How can I help? Oh. Training can be the difference between victory and defeat. Da nämlich noch einen weiteren Platz und da würde ich dann vielleicht Linhard und Ignaz? Wait, wo war der Ignaz vorher? Ah, Hilda. Ja, kann er machen wir Hilda und Holst. Oder Hilda und Balthus. Ah, machen wir Hilda und Balthus. This would have been impossible on my own. Hey, a new power. All right. Can't wait to see it in action. I bet this'll come in handy. There must be more. I've got the hang of it. Progressiv. Sehr gut. Training can be the difference. Can't wait to see how you do. Achso, halt, wir haben ja noch weitere Klassen, die wir machen können. Time to work you into shape. Erstens, Chase kann nämlich jetzt zum Weltmeister werden. Another tool. Oh, das kann sie nicht verwenden. Schade eigentlich. Verbessert die Qualität von Waffen und Materialien, die von besiegten gegnerischen Kommandanten zurückgelassen werden. Wird die Dauer von Erweckungen. Wird Geschwindigkeit um 2. So, dann. Ignaz ist derzeit. Hi! Ignaz ist derzeit noch Bogenschütze. Hä, wollte ich ihn nicht eigentlich zum... Wollte ich ihn echt zum Bogenschützen machen? Moment mal. Ja, Laissez-faire bleibt erstmal so. Leonie. Genau, Leonie wollte ich noch zur Weltmeisterin machen. So, ein Siegel haben wir noch übrig. Vielleicht Lynn hat einfach weiter Bischof. So. I'm not sure. Oder halt... Ja, komm, ich mach sie schon mal zum Festungsritter. Warum eigentlich nicht? Gut. Jetzt zu den Fähigkeiten, die wir da unten noch machen können. Ne, warte, habe ich da jetzt freigeschaltet oder nicht? Habe ich das jetzt noch verbessert? Weil ich habe die falschen Sachen dafür. Ich mache gerade alles. Ja, ich habe halt jetzt endlich die weiteren Möglichkeiten. Deswegen Fertigkeitsplätze erhöhen. Geht doch. Lohnt sich jetzt noch nicht für alle, aber für ein paar auf jeden Fall. Oh, Leonie habe ich noch gar nichts gemacht. Genau, und Wappenlevel erhöhen kann ich halt noch nicht. Deswegen lohnt sich das noch nicht. Bernie. Ja, ich will eins nach oben und dann. Dankeschön. So, Chemier braucht auch das alles noch. So, und der Rest ist erstmal egal. Gut. Don't neglect your daily studies. How goes it?
Okay. Das hier hat sich noch nicht I aufgefrischt, carry a ne? little of everything here. Ja. Hope to see you again soon. Das ist ja von Kapitel abhängig. Würde ich vielleicht jetzt noch die Unterstützungsgespräche machen? Ach ja, und die Nebenmission. Naja, dann mache ich erst die Nebenmission und danach die Unterstützungsgespräche. Nur für den Fall, dass die Unterstützungsgespräche ebenfalls jetzt noch zusätzlich welche kommen. So, Nebenquest wählen. Belohnung, Holzkrieger und Erstabschlussbelohnung Lester, Würfelkorps? Okay. Es gibt halt echt so viel zu tun derzeit noch. What you doing, Balti? Shh, quiet. You'll give me away. Huh? Give you away to who? Okay, they're gone. That was close. Hey! Think you two could lend me a little coin? Are you seriously going to pretend nothing happened just now? And asking us for money on top of it? Ugh, you were obviously hiding from debt collectors. What, them? Yeah, basically. Must be pretty deep in the red if they followed you all the way out here. Well, the debts of a man like me tend to leave those of your average deadbeat in the dust. Still, pretty bold of them to think I'd fork it over so easy. The only bold one here is you, Balti. You should pay back the money you borrowed. Hey! Are you listening to me? No, actually. Sorry. Anyway, gotta go. If you're heading to dinner, we'll come with you. No, I've got some business to attend to. You can buy me dinner some other time. Wow, that was weird. Right? The guy actually thought we'd buy him dinner. Oh, Das ist der komische Teil, genau. He always does that. Das ist My großartig. dear Hilda, you bear the countenance of a maiden most troubled. What's the matter? Oh, Holst. I hope you aren't bothering my little sister, Merc. Entscheidend absteigen. What? Oh, no, you've got the wrong idea. We just ran into Balthus is all. I see. And what did he want? Some debt collectors were after him. He seemed pretty worried about it, actually. Curious. Right? I mean, Balti shakes off debt collectors the way other people change their underwear. Yes, he usually manages to drive them hence with some combination of threats and outlandish excuses. Perhaps this time they've sent more formidable bounty hunters after his hide. Wait, there's a price on his head? Sadly, in addition to racking up and running out on debts far and wide, our friend Balthus has also been picking more than his usual share of fights. Why did we let him in our army again? Gute Frage. I would be happy to help the man settle his debts. But he stubbornly refuses each time I ask. I think he sees it as a twisted sort of pride. So long as he continues his drinking and gambling, his debt is only going to grow. And as he's too stubborn to give those up either, I'm frankly at a bit of a loss as to how to proceed. He's a talented fighter. If he went straight and worked hard, he'd have enough coin for a comfortable life. My lord, we have a problem. Uh-oh. An enemy raid? It's Balthus, sir. He's under attack not far from here. Oh. The Das ist enemy's schnell. ranks are massive, so I ran back here to secure reinforcements. You did right. I will go there at once.
And there he goes. My brother certainly can move fast when he puts his mind to it. Vorschlagen, auf seine Rückkehr zu warten. Ja, wir warten aber hier, ne? Ist ja nicht unser Problem. Nein, vorschlagen, ihm zu folgen. Guess we should go lend a hand, huh? We certainly should. Come on. Oh, mehr haben wir nicht? Oh, er dürfen wir auch nicht verwenden. Interesting. Und Hilda ist als Unterstützung dabei, okay. Das ist unpraktisch, weil wir haben Holz bisher noch nichts gegeben. Ein Streitkolben, das war's auch schon. Natürlich die Wolfzähne verwenden. Dann kriegst du ja noch erstmal den Lederschild. So. 1800 Soldaten. Ach du Scheiße. Not a problem. I've got this. Nein, 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 nein. Ich will ihn hier bewegen. They can into the fray. Looks like you could use some help, Balthus. These don't appear to be your ordinary bounty hunters. Good eye. You're actually a mercenary band specializing in assassination. How about you deal with the ones close by me? Ja, wir sind schon dabei. Wait, so what does a band of mercenary assassins want with you? Probably hired by my stepmother. She's the only person who hates me enough to want me face down in the dirt. Awful! You might not be related by blood, but you're still her son. Why does she want you dead? She's convinced I'm gonna try to usurp my little bro as head of the family. Of course, I kind of fanned the flames on that one when I was leaving home. But you reap what you sow, I guess. No, not yet. I can still fight. My apologies. No, not yet. Balti, why is your stepmother worried about you taking over? I didn't think you wanted to be a noble. I don't. I'm way too far gone for that stuffed shirt life. So then why are we fighting? Just go to your stepmother and tell her that. It's not that simple. Look, I know it sounds strange, but trust me. It's a good thing my stepmother wants me dead. My apologies. Kann ich jetzt nicht probieren? Not a problem. I've got... Still fight. It's not over. Wir sind noch nicht am Boden. Ernst? This stronghold will fall! Still fight. Und jetzt muss ich unten vorbei anschießen. Falscher Weg. Your luck's run out.
My apologies. So, you think you can take on less? There's king of Not a problem. grappling. Then give me all you got. What are we supposed to do against this guy? He's like a wild animal. I'm beginning to wonder if he even needed our help. This stronghold will fall! Come on. Still in the fight. Ja, muss ich da nicht irgendwo runter? Ne, da ist die Tür. Ich glaube, danach muss ich aber wirklich aufhören. Ich kann nicht mehr. Ich habe kaum noch Konzentration. Oh Gott, ja, definitiv. My apologies. Better run while you can. Yeah, right. Clear out. Victory or death. Better run while you can. Yeah, right. Was ist der böse Kommandant, ne? Ich würde sagen, ne, gehe ich zurück zur Bollwerk, aber das ist ja der Kommandant davon. Jawohl. We've taken care of the enemies and all the strongholds surrounding you, Balthus. Great. Thanks. That's a real load off my mind. I'm fine here by myself. Go mop up the rest. Let this opportunity go to waste? Never. It's been far too long since the two of us last fought side by side. I got this. It's not over. Must stay alert. My apologies. Not yet. Come on. Oh, das hat mich mal ausgereicht. Fighting together like this sort of reminds me of when we were kids. The two of us did enjoy our fair share of mischief. I can't count the number of times we charged headlong into a pack of monsters. Better run while you can. How about you spare a little reminiscing for the poor sister and friend who was always worried sick about you? Do this. No German warrior can keep up with my blade. Right behind you, Holst. You will regret the day you ever challenged Holst. This guy's a monster!
Das ist die Direktorin, oder? Das ist, glaube ich, die letzte. Ich hätte doch jetzt wenigstens ein bisschen trainieren sollen, bevor ich angefangen habe. Okay. Nächste Mission. I was thinking you might have lost a step, but if anything, you gained one. Zusätzliche gegnerische... If even one of these guys gets away, they'll be back for my head in the dead of night. We have to take them all out. Besetze alle Bollwerke. Okay. Dann würde ich sagen... Not a problem. I've got this. I'm on it. No char. I've got your back. It's possible to sneak up on you no matter how tired you are. But hey, if you want to deal with it now, we're happy to help. You and Holt really fight as one. And Hilda too, for that matter. Yeah. Holst and I have been battling together in one scrap or another for years now. And Hilda was usually tagging along. Grab the weak little girl and take her hostage. We'll use her to ransom our way out of this mess. Uh-oh! They've got me surrounded! No, my dear sweet sister is in danger. Oh, wait. That's nowhere near her. She'll be fine. Hilda ist jetzt spielbar. Nice. Yeah, let's do this. Hä? Sie ist ja spielbar, aber ich kann sie nicht als Adjutant hinzufügen? Das ist aber schade. Oh, weil Kampf ist da drin. Achso. Ups. Dann geh mal rüber und hilf ihr mal. Adjutant. Die sind schon irgendwie ziemlich cool, die drei. Well done, Hilda. What a tremendous display. You could have done more than just that. If she wasn't always shirking responsibility, Hilda would be every bit the General Holst is. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, ihn zum Melonen zu machen. Das ist ziemlich cool ausgewandt. Gut, nur ein einziges Bollwerk. Bei 1800 ist es schwer zu erreichen. Okay, jetzt kommt doch noch was. Hey, not bad. Really? I feel like I'm barely keeping up with the three of you. Oh, hey! The enemy leader is somewhere over there. Or that's what one of the assassins said right before I sent him to meet the goddess. I certainly made a mess of things. Nothing left to do but run. Yeah, that looks like a leader, all right. Let's take him out. Be done with this.
Satisfaction is the enemy of progress. That is why I am never satisfied. Yeah, that's just an average day for my brother. Keep up, Balthus. Listeners, touch dog! And now Balthus as well. Better run while you can. So. Sorry for Ja, getting der you all wird ja auch noch. drawn into this little family squabble. Nah, we just tagged along from that. You clearly Okay, das war's doch schon. Ich dachte, es wären 3 Stück davon It oder was sowas. nice to see you and Balti fighting together again. Reminded me of old times. Over already. I feel a bit unfulfilled. You're telling me. Next time, let's find us a proper battle and really let loose. Looks like you two are back to your old ways again. Just please be careful, all right? Gut. Warte mal, B. Aber ich war auch nicht mal ansatzweise in der Zeit drin anscheinend. Und Schaden habe ich auch relativ viele Lücken. Ups. Very nice. I didn't... I was planning to handle this on my own, but... Well, thanks. I owe you one. I'm not some stranger to you, Balthus. Did you really think I would abandon a friend in need? Yeah, I think Balti would have been fine by himself. Don't say such things, Hilda. You'll make Balthus cry. No, she won't. But was it not your own stepmother who hired those assassins? 80% sure, yeah. And hey, it wouldn't be the first time she's come after me. This is inexcusable. I will speak to House Albrecht about the matter at once. Don't bother. My little bro's already stuck running that family, and I don't want to add to his troubles. The same little bro whose mother is trying to have you killed? Why protect him? Because he hasn't done anything wrong. And he's a good man. He's the only reason I was able to abandon the family and live the life of freedom I have now. So earlier, you said something about how it was good your stepmother wanted you dead. What was that about? See, she's got something of a persecution complex, and is also persistent as anything. What do you think would happen if she set her sights on my dad or my real mom instead of me? Wait, so your real mother is still alive? I heard stepmother and just assumed, you know. Yeah, it's kinda complicated. Basically, she is living in hiding somewhere in the mountains now. Anyway, that's the long and short of it, so you don't really need to worry about it anymore. But where does this end, Balti? Your stepmother clearly isn't going to stop sending people after Ich frage mich, you. ob da eine Folgequest kommt oder sowas. It is what it is. Just gotta let her get it out of her system, I suppose. I mean, I've already got debt collectors and bounty hunters hounding me, right? What's a few assassins on top of that? If you changed your ways, you could at least rid yourself of the debt collectors. You truly are a piece of work. Oh, hey, I just remembered something I gotta do. Thanks for the help today. We are not done speaking, Balthus. Mhm. In that case, let's hash it out over dinner sometime. Really get into it. Oh, and you can buy. Well, there he goes. Again. Ist positiv betrachten. Ja, komm. That's quite the lifestyle he's got going. Still, I can't really be mad at the guy. Nor I. Das hat ihm sogar gefallen. Nice.
Gut, aber wie gesagt, an der Stelle würde ich jetzt mal aufhören. Ich kann nicht mehr. Ich bin so kaputt irgendwie. Ich bin das Stream an sich halt nicht mehr gewöhnt. Naja, und es ist warm. Naja. Ich hoffe, morgen wird das was. Ich weiß es immer noch nicht, wie es jetzt mit Sven aussieht, wann er doch mal Zeit hat. Dass wir wieder Stardew Valley spielen können. Hoffentlich wird es diese Woche noch was. Ja. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Ich hoffe morgen schon. Ich hoffe morgen werde ich schon streamen können. Gut. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich einfach nur kaputt bin und gerade echt nicht, auch nicht gerade auf Höchstleistung bin. Es tut mir wahnsinnig leid. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.